Welcome. Nice to meet you all. Nice to see you here. Glad that you're interested in physical CSGO trading cards and love or have the passion for Apex GG and Collex GG cards. So in the last few months or last few years, the community is also growing, and that's the reason for this video, because there are new traders on the market, new guys, and a few of them have not the experience from all of us and would be scammed or fishing by whales. So I hope that I can inform a few guys and make a little bit better trading for all of you. So don't be confused about the background of my YouTube channel. My main is Call of Duty. Yeah, I'm old and I'm not the fastest flicking guy, so Counter-Strike is love and Counter-Strike is forever. But after Counter-Strike 1.6, I've quitting and I'm only playing a little bit CSGO in the last few years. So my main game is Call of Duty, but my passion is also Counter-Strike. I love the contest. I love the tourneys to watch, and that's the reason for me to begin the collecting of the trading cards in 2020. And the rest of the video is in German, because I will also support the German community, the German speaking community, who's also growing. And there are many guys I've met in the last months who are very inexperienced with trading. So I decided to make this video. I got a little bit help, but that's the end of the video. When you got questions, you can also take the questions in English. My English is not the best, but I try my best, so I can imagine that I can help you. Of course, there's the Discord from the Collex guys, and there are so many guys who can help you. You don't must sell your cards on eBay or other platforms. There are also opinions on the Discord, so check them out. And of course, I try the best with the video to give subtitles, and I hope I can help a few of you and you have fun with this video. A little bit information about the years and the cards, so let's start. Ja, willkommen zum Video. Ich denke, ihr habt es schon mitgekriegt. Wir brauchen nicht darauf eingehen, dass Call of Duty mein Main ist und dass Condition Zero scheiße war, weswegen ich nach 1.6 aufgehört habe zu quitten. Wir starten lieber mit genügend Informationen. Das Video ist ein bisschen länger. Bleibt auch nicht aus. In Zukunft sollen trotzdem Videos kommen. Vielleicht werde ich die splitten, Deutsch-Englisch, ich weiß es noch nicht. Das werden wir sehen. Es sollen auf jeden Fall auch weitere Videos zu neuen Boxen, neuen Batches kommen, mit Informationen für euch, damit halt viele nicht in diesen Scam reinfallen oder halt von Wahlen gefischt werden, was mir persönlich halt auch passiert ist. Ich möchte euch einfach vor Fehlern beschützen, ein bisschen aufklären, ein bisschen helfen und das bestmögliche Feedback zurückgeben, damit unsere Community nicht nur wächst, sondern wir alle halt Spaß daran haben und möglichst viele gute Informationen weitergeben können und das auch noch ein paar Jahre genießen können. Wir starten mit den einzelnen Jahren, mit Informationen und was auch immer. Kleines Vorwort. Apex GG, was viele von euch vielleicht nur unter Collex kennen oder halt auch nicht, wurde gegründet im Januar 2017. 2018 ging die App am Start. Da war es allerdings vorwiegend digital. Es gab also nur digitale CSGO-Karten. Und im Februar 2022, also diesen Jahres, wurde bekannt gegeben, dass es so ein Rebrand gibt. Dadurch ist Apex GG, was halt auf alten Karten draufsteht, zu Collex geworden. Wir haben die Founders Edition 2018 gehabt. Und es ging dann von Jahr zu Jahr weiter mit Special Edition, limitierten Edition, Serien zu den einzelnen Events, was auch immer. 2020, im 3. bzw. 4. Quartal, sind dann die ersten physikalischen Trading Cards auf den Markt gekommen. Das, was viele von euch kennen, halt die Holo-Karten. Auf eBay erzählen diese natürlich weiterhin teilweise manchmal geisteshohe Preise.
Das liegt natürlich daran, dass es die allerersten CSGO Trading Cards waren und oder allerersten E-Sports Trading Cards. Es gibt nämlich so viele Leute, die vielleicht für CSGO nicht so die Passion haben, aber halt E-Sports feiern und deswegen Trading Cards sammeln. Auf so Leute bin ich ja auch schon getroffen. Nichtsdestotrotz war natürlich der Druck wesentlich kleiner, als er jetzt ist. Und wir reden da nämlich so von 50.000 Core Packs 2020. Und bei den White und Black Centurions, was es jetzt ja für 22 als Neuauflage gab für die jetzige Season 3, sage ich jetzt mal, gab es jeweils nur 100 Stück. Also 100 White, 100 Black. Was natürlich das Ganze extrem eingegrenzt, nicht nur deren Beliebtheit groß macht natürlich, sondern auch ihren Marktwert groß macht. Ich glaube, wir brauchen jetzt hier nicht darüber sprechen, was irgendwie seltener macht oder nicht oder wie auch immer. Nur ein kleiner Einblick, wie alles angefangen hat, wie es gestartet ist und warum gerade 2020 Karten halt noch so beliebt sind und warum ihr sicherlich eine Signature-Karte für 600, 700, 800.000 Euro oder auch eine White Centurion von 2020 im hohen dreistelligen Bereich verkaufen könnt oder kaufen müsst, wenn ihr sie braucht oder unbedingt haben wollt. Aber eine White Centurion von 2022 nicht unbedingt den Wert von 800 Euro hat. Ich war zwar in Köln live dabei, als so ein Trade abgehandelt wurde. Das war auch ziemlich gestört. Das ist aber nicht der Regelfall. Wir wollen jetzt aber erstmal weiter auf die einzelnen Jahre eingehen, damit ihr ein Verständnis dafür habt, wie Wertigkeiten entstehen, in welchen Tierstufen wir uns bewegen und so weiter und so fort. Wenn euch das Ganze nicht interessiert, bitte könnt ihr unten gerne die Timesteps hin und her klicken. Dafür mache ich die. Im ersten Druck gab es also insgesamt 197 Karten plus die Signature-Karten. Wir reden hier von 28 Signatures. Es war jedoch so, dass bei dem ersten Druck ein gewisser Teil beschädigt wurde, weswegen diverse Karten für Promotion entfernt wurden, beziehungsweise auch bei Spielern gelassen wurden. Das hat natürlich ein bisschen Unmut beigetragen, dass einige halt enttäuscht waren, dass es halt noch schwieriger war, Signatures von 2020 zu bekommen. Jedoch, dadurch, dass sie beschädigt waren, lässt sich drüber streiten. Das ist auf jeden Fall die Zahlen, beziehungsweise das, was 2020 rausgekommen ist. Wir sind natürlich jetzt mittlerweile auf einer ganz anderen Höhe. Der Druck war nicht nur auf die Anzahl der Karten begrenzt, also von der Vielfalt her, sondern natürlich auch von der Gesamtanzahl. Wie gesagt, es gab nur 50.000, die insgesamt gedruckt wurden. Von den Kategorien her war es eingeteilt in Superior Role, Master Role, Role Mat, Master Role Holo, Teams Rookie Holo, dann Arena, dann Legend, Legendary Role, White, Black Centurion und dann die Signatures. Nur um mal die Wertigkeit bzw. Tierstufen, ohne sie jetzt genauer zu betiteln, von der Reihenfolge her abzuhandeln. Superior Role habt ihr also am meisten gezogen, White, Black und Signatures am seltensten. 2021 war es dann so, dass im April quasi die zweite Saison gestartet ist. Wir haben also im April an den Erfolg von 2020 quasi angeknüpft. Und 2021 war es dann auch so, dass es mehr als nur einen einzigen Batch gab. Batch A war relativ schnell ausverkauft mit den jeweiligen Vorverkauf und auch freiem Verkauf war Batch A quasi komplett vergriffen, da die Nachfrage dadurch extrem hoch war. Es gab demzufolge relativ zügig ein Batch B, der einfach nur an Batch A anknüpfen sollte, nichts weiter jetzt irgendwie Besonderes Neues drin hatte oder ein neues Event oder was auch immer. Batch B kann man meines Wissensstand heute sogar noch offiziell im Store kaufen. Die Displays beziehungsweise die schmalen Starter Packs oder Starter Boxen. Batch C kam dann im Juli raus und das war die Cologne Edition. Wir waren zwar dank Covid eingeschränkt und es gab nicht wirklich ein Intel Extreme Masters oder ESL Cologne. Allerdings ist die Cologne Edition rausgekommen und wurde dann auch relativ schnell verschickt. Also der Pre-Order war im Juli und verschickt wurden sie im Oktober. Zusätzlich zu diesen normalen Kategorien, die es gab, gab es mit der Cologne Edition neue Kategorien.
Veteran, Top Players, Mapped, Team History, Trophy, sowie Device New Challenge aufgrund des Orga Changes. Neben Device New Challenge und Cologne Winners Edition, welche Tier 3 sind, ist 2021 das erste Mal die sogenannte Premium Limited Edition rausgekommen, beziehungsweise war das erste Mal mit drinne, welche ebenfalls Tier 3 sind, von vielen aber als T4 angesehen werden oder irgendwo noch über T3, da sie extrem selten sind. Im Dezember gab es dann nochmal eine extra Aktion sozusagen im Shop. War für einige verwundert, aber wie auch immer, wenn man im Shop $200, 200 Euro ausgegeben hat, gab es eine Signature dazu, und zwar von der Collectors Edition. Wir haben also 2021 normale Signatures gehabt, die beigefügt wurden, und wir haben die sogenannten Collectors Edition geschafft. Ursprünglich sollten diese schon in der Cologne Edition mit drinne sein. Es gab jedoch Produktionsschwierigkeiten, weswegen halt diese nicht in den Packungen drinne waren und quasi nachträglich nachgeliefert wurden und ein Obolus waren für die Leute, die halt nochmals einen Shop bestellt haben. Die normalen Signatures waren auch aufgeteilt. So gab es einen großen festen Teil in dem Batch A, Batch B. Und es gab auch Signatures in dem Cologne-Teil. Ich zum Beispiel habe meine Tizien aus dem Cologne gezogen. Das soll es auch schon zu 2021 als ein grobes Merkmal gewesen sein. Insgesamt bewegen wir uns dann aber bei 526 Karten, was schon wesentlich mehr ist als 2020. Nichtsdestotrotz sollte das natürlich 2022 getoppt werden. Darüber lässt sich natürlich auch streiten. Ich persönlich finde es ein Ticken zu viel. Man müsste es ein bisschen minimieren. Ist meine persönliche Meinung. Trotzdem, wir haben hier 197 zu 28 Signatures in 2020 zu insgesamt 526 Karten. Zu 2021 mit natürlich einem wesentlich größeren Druckverhältnis, weswegen, glaube ich, jedem klar sein sollte, dass ein und dieselbe legendäre Karte oder Signature-Karte aus 21 weniger wert ist als aus 20. 2022, also jetzt befinden wir uns quasi in der dritten Season, wie ich es mal nennen möchte. Es gab diesen Rebrand. Auf den jetzigen Karten steht nicht mehr Epix GG, sondern Collex oben drauf. Das gab halt dieses benannte Rebrand, was im Februar stattgefunden hat. Für mich jetzt nicht besonders schlimm. Finde sogar, dass man da eher ein bisschen irgendwie Bezug zu herstellen kann. Also, ja. Anfang April war es dann dieses Jahr möglich, Karten zu kaufen. Im März konnte man pre-ordern und im April wurden diese verschickt. Es gibt mit der First Edition Katowice einen normalen Core-Bereich, sozusagen Base First Edition Bereich, und es gibt den Katowice-Bereich. Der reine Katowice-Bereich, also nur speziell Katowice, besteht aus 172 Karten und ist aufgeteilt in Team History, Mapped, Veterans, Fraggers, Clutchers, Assisters, Pistol Kills, Sniper Kills, Player Champions, Historic Moments, Stat Kings, Historic MVP, All-Time MVP, Team Champions, History sowie Katowice Trophy. In der Edition und dieser Base Edition sind auch Signatures enthalten, und wir haben in dem normalen First Edition Base Bereich Team Card Matt, Team Card Holo, Superior Role, oder besser gesagt Superior Player, kein Holo, normale Player, Epix Player, was die Superior Karten vom Designer sind mit Holo. Wir haben Legendary Player, wir haben Legends und wir haben Rookies. Und wir haben eine sehr, sehr merkwürdige Collectors Card, die bei vielen als Bait-Karte angesehen ist, da sie einfach weiß ist. Und wir haben selbstverständlich noch die seltenen Karten, die Premium-Karten, wovon es 2 gibt, im späteren Verlauf, und zwar im Juli 2022, also jetzt quasi, gab es den zweiten Batch, die Limited Edition Centurion. Hier zu sehen, konnte man in Cologne schon kaufen, werden demnächst verschickt. Hier die Starterbox, haben auch genug gekauft. Welche quasi nochmal das Core
Pack updated mit neuen Spielern, mit Boosterwechseln und so weiter und so fort. Wir sind also hier nach Katowice quasi bei Batch B und wir haben mit dieser Edition die Limited Centurion Edition. Die Centurion Edition ist wie folgt aufgeteilt. Wir haben T1-Karten nach Team Card Rooster, Tactical Mastermind, Breaking News T2, also die schon nächst höheren wertigen Karten. Team Card World Ranking, das sind Holo-Teamkarten. Wir haben Super Clutches, Game Breakers, LAN Kings, Dynamic Duos, welche T2 sind. Und das Updated Core Pack enthält auch noch T2, nämlich die Epic Players oder diese Holo-Karten. Und T1 sind irgendwie Superior World-Karten, die geupdatet wurden. Ich glaube, das ist jedem bewusst. T3-Karten für Centurion sind Homecoming, Future Phantoms, White und Black Centurion sowie Match-Defining Moments. Wir haben dann sozusagen noch eine, T4-Kategorie. Naja, die Premium-Karten sind halt nochmal einen Zacken bedeutender, beziehungsweise einen Zacken seltener, was sie natürlich sehr begehrenswert macht. Wir reden also von insgesamt 580 Karten in diesem Jahr, 2022. Und damit sind wir nochmal um 60 Karten knapp gestiegen zu 2021 und zu ursprünglich 197 Karten. Mittlerweile schafft ihr es also nicht mehr, alle eure Karten an einem Binder unterzubringen. Sehr gut. Das auf jeden Fall die Reihenfolge beziehungsweise die Darstellung der einzelnen Jahre für jeden Einzelnen. Womit wir jetzt natürlich zum Trading kommen. Jeder hat das, denke ich mal, verinnerlicht, wo wir jetzt sind, wo wir uns befinden, was es so in jedem Jahr gab, wo so ungefähr die Wertigkeiten sind und wo wir uns ungefähr bewegen. Natürlich fällt es mit fast 600 Karten, mit jeder Season, sag ich mal, oder insgesamt weit über 1000 Karten, die wir jetzt mittlerweile haben, im Portfolio schwer, gewisse Wertigkeiten festzusetzen, ob hoch oder niedrig. Vieles ist davon natürlich eine persönliche Empfindungssache, wenn ich ein Hammer-Simple-Fan bin und der Meinung bin, ich muss 800 Karte für die Simple-Karte ausgeben, weil ich die unbedingt jetzt haben will, ja, dann zahle ich halt dafür 800 €, wenn ich sie habe. Heißt natürlich nicht, dass sie diesen Wert hat. Wie anfangs erwähnt, 2020, 2022, die Wertigkeiten sind komplett unterschiedlich. Wir haben diverse Holos, wir haben andere Besonderheiten und es sind einfach Sachen, auf die man achten muss. Die Druckqualität hat sich geändert. Auch da gibt es nun mal Sachen, auf die wir achten müssen, was Wertigkeiten hoch oder runter spielt. Und wir haben natürlich die Low-Mint-Sektion. Alles, was unter A100 ist, hat nochmal eine andere Wertigkeit als eine A4699. Was, denke ich mal, auch jedem bewusst ist. Dazu kommen natürlich die Signatures, White Centurions und Premium-Karten. Heißt also, es ist vollkommen normal, dass es noch ungeöffnete Boxen von 2020 gibt, welche für 500, 600 € weggehen. Es sind immer noch nicht alle Karten komplett gezogen. Es besteht immer noch die Möglichkeit, eine seltene Karte zu ziehen. Und das erhöht natürlich die Wertigkeit aufgrund der geringen Auflage. Wir versuchen das Ganze mal also zu vereinfachen und runterzuspielen, damit ihr einen gewissen Bezug bzw. eine gewisse Wertigkeit dazu mehr habt. Teamkarten, Mathekarten, T1-Karten sind irgendwo im untersten Segment. Team-Holo-Karten bewegen sich auch in diesem Segment. Würde ich zum Teil zwar zwischen T1 und T2 beanspruchen, aber sie sind auf jeden Fall die Karten, die mit am häufigsten gezogen werden können. Egal aus welchem Jahr sind diese Karten mit die am häufigsten Karten. Dazu kommen dann noch diese Karten wie Cologne History oder auch Katowice History, die gefühlt in jeder Packung 4:4 drin sind. Danach bewegen wir uns in diesem T2-Segment, welche eine viel höhere Wertigkeit haben. Also während ihr für die ersten Karten so im niedrigen Euro-Bereich sind und klar, ich habe selber schon für eine A1 Cologne History. Oh Gott, für was habe ich die verkauft? Lass mich lügen. Ein kleiner zweistelliger Betrag war das auf jeden Fall. Es waren, glaube ich, 15 € oder so.
Und da habe ich mich eigentlich ehrlich gesagt schon scheiße gefühlt. Andere würden sagen, ich habe viel zu wenig dafür genommen. Ja, nee. Es ist halt eine geringe Wertigkeit. Ist euch überlassen, aber wir sind in diesem Bereich, wenn wir nicht von nicht unter A100 reden, von 2, 3 Euro, maximal 4, 5 Euro. Also das ist wirklich das höchste eigentlich aller Gefühle, in dem wir uns bewegen. Und selbstverständlich, T1 zu T1 tauschen, klar, aber T1 zu T2 tauschen, müsst ihr was raufpacken. Auch das ist, denke ich mal, jedem bewusst. Ihr wollt eine T2-Karte haben. Der andere braucht zum Beispiel eure T2-Karten nicht, aber dem fehlen, warum auch immer, noch T1-Karten. Ja, dann reicht das nicht, wenn ihr 1 zu 1 tauscht. Dann müsst ihr schon 4, 5 Karten raufpacken. So geht das natürlich nach oben hin immer weiter. T2 sind wir natürlich dann bei Epic Players, Katowice History, diese Fraggers, Clutchers, Pistol Kings, Sniper Kills, also diese ganzen Holos aus der Katowice Edition und oder eben jetzt bei diesen Memorial Moments, Super Clutches, Game Breakers, LAN Kings und so weiter und so fort. Da sind wir also in diesem T2-Segment und ja, da können wir schon einen kleinen zweistelligen Betrag irgendwie ansetzen, wenn es für jemanden von Interesse ist, beziehungsweise wir uns in diesem Low-Tier-Bereich bewegen. Aber, euch wird ein Clutchers angeboten, Holo, 300 irgendwas für 20 Euro. Bullshit. Also wir reden hier von der Wertigkeit von maximal 8 bis 12 Euro. Teilweise gehen die für 5 bis 6 Euro weg. Manchmal sogar für 3 Euro. Also wir haben hier keine extrem hohe Wertigkeit, da auch diese sehr häufig gedruckt wurden. Also alles an die 20 Euro muss das schon eine echte Low-Mint-Produktion sein, beziehungsweise euch einen persönlichen ideellen Wert haben bis zum geht nicht mehr. Ne? Ein Freund von mir ist ein riesen Device-Fan. Der hat auch schon eine Device-Holokarte für 15 Euro gekauft. Obwohl sie diesen Wert halt niemals hatte. Ihm geht aber ums Prinzip. Ich denke, ihr versteht, worauf ich hinaus möchte, in welchen Wertigkeiten wir uns bewegen. Also auch diese T2-Karten haben einen nicht so hohen Wert, auch wenn sie T2 sind. Um nochmal auf den ideellen Wert aufmerksam zu machen, hier auch mal so 1, 2 Beispiele. Ich versuche im Hintergrund immer welche einzustreuen. Auf einige gehe ich speziell ein. Hier speziell aus dem Discord. Wir reden hier von einer Tier 1 Karte, also einer sehr, sehr häufigen Karte, die von der Wertigkeit her nicht sehr hoch ist. A1 wohlgemerkt, also klar, ist schon was Besonderes. Und weggegangen ist diese NAV First Edition Base Player Karte von 2021 für fucking 150 Euro. Was natürlich geisteskrank hoch ist. Wirklich sehr hoch ist. Liegt aber daran, dass demjenigen das wichtig war, beziehungsweise er diese Karte unbedingt haben wollte, weil ja, NAV ein geiler Spieler ist, was auch immer. Also bei allem Respekt hätte sie niemals diese Wertigkeit erreichen dürfen. Wo wir halt im Gegenzug da das sehr gut vergleichen können mit der Brolin-Karte, die ebenfalls Base-Player-Karte ist, auch in 2021 und diese Karte halt für 70 Euro weggegangen ist. Hätte ich persönlich nicht ausgegeben, wäre mir schon zu viel gewesen. 50 bis 60 Euro auf jeden Fall, ja, kann man machen. Nochmal, das ist aber eine A1-Karte. Wenn das eine A1200 ist, dann hat sie niemals auch nur ansatzweise diesen Wert. Ich hoffe, jedem von euch ist das bewusst. Und damit bleiben wir bei 2021, um mal ein perfektes Beispiel zu bringen. Das also jetzt eine T2-Karte, wir reden hier von Legends-Karten. Wohlgemerkt ist es nicht First Edition oder erster Batch, sondern wir reden hier von B-Batch, also schon die danach. Es ist eine B6-Karte, warum auch immer derjenige denkt, weil er hier 2 Ausrufezeichen davor setzt oder dahinter setzt, dass das 6 was Besonderes werde. Nein, es ist nicht A6, es ist B6. Selbst mit einer A6 kritisch, 150 Euro für meinen Geschmack, wirklich kritisch.
Ja, muss man abwägen, wie viel Low-Mint einem das wert ist, aber definitiv ist eine B6 Legendary oder Legend Karte von Coldzera von 2021 keine 150 € weg. Nicht mal im Ansatz. Sie ist eigentlich nicht mal die Hälfte wert. Denn selbst für A6 würde ich nicht 150 € für eine Legends-Karte bezahlen von 2021. Ja, wir sind Low-Tier-Bereich und ja, wir sind sogar unter 10, gar keine Frage. Aber keine 160 €. Und die B6 ist es schon mal definitiv nicht. Nur mal als kleines Beispiel aus dem Discord. Dort ist vor nicht allzu geraumer Zeit eine A59 und auch eine A120er Karte Legends Coldzera weggegangen für einmal irgendwas um die 40 € und einmal um die 25 Dollar. Also wir reden hier von A 25 $, ja. A59, okay, wir haben jetzt hier B6 und wenn das eine A6 wäre, okay, dann könnte man dafür vielleicht 40 $ hinblättern. Persönliche Entscheidung von euch, aber auch niemals 150 €. An dieser Stelle, falls du dieses Video siehst, Bruder, keine Ahnung, was du seit einem halben Jahr versuchst, aber es ist verschwendete Zeit. Es ist einfach nur verschwendete Zeit. Das nun mal ein kleines Beispiel. Und so tummeln sich natürlich gerade bei eBay sehr, 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 sehr horrende Preise, verrückte Preise. Ich denke da gerne an eine White Centurion Simple für 1000 €. Ja, es ist mal eine für plus 600 weggegangen vor nicht allzu geraumer Zeit. Und wahrscheinlich wird dieser jemand irgendwann mal Glück haben, einen Dumm finden oder die Wertigkeit steigen. Aber nichtsdestotrotz, es gibt dort einfach Sachen, die weit über dem jeweiligen Level verkauft werden und nicht empfehlenswert sind. Ich habe dort auch sicherlich schon Schnäppchen gemacht. Ich habe aber auch schon mitgekriegt, wie Leute eine sehr seltene, teure Karte für viel zu wenig Geld verkauft haben. Leider Gottes. Es gibt Leute in der Community, Grüße an dieser Stelle gehen raus an Slame, dem ich leider noch nie persönlich getroffen habe, aber eine der Leute, die wirklich korrekt sind. Und da gibt es noch eine Handvoll andere Leute, zum Beispiel Kongi oder ein, zwei andere noch, aber die machen sogar Leute darauf aufmerksam, ey, du machst da gerade einen großen Fehler. Das ist mega korrekt, das ist gut, denn es gibt viel zu viele Leute, die Situation ausnutzen und auch wenn das Ganze nur ein Hobby ist und Spaß betreiben sollte es irgendwo fair bleiben. Wir machen weiter. Das war jetzt ein kleines Beispiel aus 2021. Auch wenn der Discord sehr überladen wirkt für euch, nutzt ihn. Ihr müsst ja nicht unbedingt die Karten da kaufen. Ihr könnt sie ja trotzdem bei eBay kaufen. Ich will niemanden die Plattform irgendwie madig machen, aber dann nutzt sie zum Vergleich oder was auch immer. Oder redet mit Leuten, mit denen ihr vielleicht schon getradet habt, ein gutes Verhältnis habt oder schon 2 Trades gemacht habt. Wenn euch ein anderer Deal ansteht, ey, ist das ein guter Deal? Kannst du mir mal dazu einen Tipp geben? Einfach miteinander kommunizieren. Wir bewegen uns jetzt also in den nächsthöheren Klassen. Wir gehen in diese T3-Klasse oder Tier 3-Klasse. Die Rookies zum Beispiel von 2022 sind Tier 3 Karten, wie ihr sicherlich in der Aufzählung mitbekommen habt. Allerdings reden wir von 2022. 2020 und 2021 waren sie es nicht. Sie sind jetzt nur Tier 3 Karten, weil es als Holo-Karten draußen sind und in ihrer Kategorie vergleichsweise wenig Karten sind und ihr Druck auch nicht gerade sehr hoch ist. Also ist es natürlich viel schwieriger, diese Karten zu ziehen. Das liegt halt, wie gesagt, an den vergleichsweise wenigen Karten in der Kategorie. Unter anderem sind die Katowice Champs zum Beispiel so eine Art Zwischenstufe. Sie sind Hitkarten und sind T2 einzuordnen, sind aber aufgrund ihrer Wertigkeit beziehungsweise ihre vorhandenen Printmenge einfach irgendwas so zwischen T2 und T3. Also bei den Kato-Champs müssen wir halt manchmal abwägen, für was wir die einsortieren und wie wir das machen wollen. Sie sind halt so ein Zwischendurch. Das auf jeden Fall 2 Ausnahmekategorien, die man nicht verallgemeinern kann, sondern von Jahr zu Jahr sehen muss. Eines der Gründe, warum ich versuchen will,
auf dieses Video irgendwann aufzubauen und andere Videos zu bringen, weil, wie ihr schon seht, von Jahr zu Jahr ändern sich Sachen. Nichtsdestotrotz sind wir in der T3-Klasse mit Legendary Player, Legends oder halt wie gesagt auch Rookies, weiter mit Historic Moments, Stat King, Historic MVP, Trophy und so weiter und so fort. Und die Premium-Karten werden immer ganz gerne als T3 einsortiert. Ich persönlich, für mich sind es T4-Karten. Ich möchte hier keinen Streit oder keine Diskussion lostreten. Allerdings sollte jedem bewusst sein, dass diese Premium-Karten einfach mal noch seltener sind und noch weniger vorhanden sind, weswegen sie halt einfach mal noch ein Level drüber zu stellen sind. Wir bewegen uns also jetzt in der Preiskategorie ab 30 Euro. Dazu 2 Beispiele. Historic Moments zum Beispiel würde ich auch zwischen 30 und 40 Euro eintakten, je nach Printnummer, je nach Wertigkeit. Natürlich können wir dann, wenn wir diese zwischen 30 und 40 Euro einordnen, irgendwo bei einer A10 Crims Historic Moments schon bei 80, 90 Euro ankommen. Ob es das wirklich wert ist, sie in diesem Low-Mint-Bereich zu kaufen, das bleibt denjenigen überlassen, die Low-Mint sammeln. Ich habe sogar schon eine für 120 Euro weggehen sehen. Weiß ich nicht. Bei normalen Historic Moments Karten können wir definitiv irgendwas zwischen 30 und 40 Euro veranschlagen, maximal 45 Euro. Heißt also, wenn ihr eine Historic Moments Karte von A250 seht für 80 Euro, dann ist diese definitiv weit über ihren Wert angeboten. Die Match-Defining Moments oder zum Beispiel Homecoming-Karten, die jetzt mit dem Centurion Packs rauskommen, auch dort bewegen wir uns natürlich in diesem Segment und habe selber schon weniger als 30 Euro bezahlt. Gott sei Dank dafür. Allerdings reden wir nicht von 10 Euro oder 15 Euro. 25 Euro, aber auch hier bewegen wir uns in der Wertigkeit zwischen 25 und 35 Euro. Heißt also, wenn euch jemand eine Match-Defining Moments anbietet, A800 und ein paar zerquetschte, und auch diese liegt bei 80 oder 90 Euro, ist das weit über deren Wert. Wir kommen also in der Preiskategorie, wo die Preise weiter aufsteigend sind, und ja, Stats Kings liegen momentan, glaube ich, so bei 50 bis 70 Euro. Gut und gerne gehen die auch mal für 80 Euro weg oder sogar 100 Euro. Eine Historic MVP-Karte geht auch gut und gerne mal für an die 80 bis 100 Euro weg. Haben natürlich einen etwas geringeren Druck als einige andere T3-Karten. Auch da muss man wiederum abstufen von den T3-Wertigkeiten, wo es dann halt weniger wird. Nichtsdestotrotz kann man auch Glück haben und eine Historic MVP-Karte oder aber eine Stats King-Karte für 50 bis 60 Euro kriegen. Gerade wenn man halt in dem Discord guckt. Das Ganze hängt natürlich auch mit den jeweiligen Druckzahlen zusammen. Bei den Stats Kings bewegen wir uns im 500er Bereich. Bei den Historic Moments auch im 500er Bereich. MVPs 200, All-Time MVP irgendwas um die 100. Katowice Trophy 500. Und wenn wir uns dagegen dann halt die Champions angucken, also Katowice Champions, die zum Beispiel bis zu 2500 bzw. 3000 Mal gedruckt wurden, merkt ihr schon, wie die Wertigkeiten entstehen oder zusammenhängen. Also, um nochmal auf die Legends und Legendary Player anzugehen, sollte euch die für weit über 50 Euro angeboten werden, solltet ihr die Hände davon lassen. Die White und Black Centurions sind sicherlich weniger wert, weniger gedruckt und natürlich mehr wert. Wie aber bereits am Anfang des Videos erwähnt, sind die Whites von 2022 nicht den Wert von 2020. Die Signatures sind natürlich nochmal einen Tacken schärfer. Wir bewegen uns da natürlich in Wertigkeiten von über 200 Euro, locker 300 Euro. So kann eine signierte Karte halt mal eben auch für 450 Euro sogar weggehen. Unabhängig davon, dass sie eventuell genauso oft gedruckt wurde wie eine andere signierte Karte. Das hängt natürlich auch wiederum mit der Wertigkeit des Spielers zusammen. Ohne jetzt jemanden schlecht zu machen, aber meine signierte Tizien-Karte wird definitiv nicht für 600 Euro weggehen. Wogegen man mit der Simple-Karte schon Glück haben
Glück haben kann, dass diese bei plus 450 weggeht. Ihr seht also, dass worauf das natürlich weiter hinausgeht. Ich versuche euch trotzdem nur zu erklären oder weiter zu erklären, vor was ich euch bewahren will. Karten nicht zu einem zu hohen Preis zu kaufen oder einen zu niedrigen Preis zu verkaufen. Ihr solltet also immer wissen, in welchen Bereichen wir uns bewegen, beziehungsweise wir uns befinden, von der Druckstufe her, von der Tierstufe her und von dem Spieler her. Genau, jedoch müssen wir bedenken, dass die Premium-Karten und die zum Beispiel die Vice New Challenge-Karte eine andere Wertigkeit haben und gerade die Premium-Karten viel höher sind. Also gerade für eine Premium-Karte kann halt auch mal ein fetter dreistelliger Betrag gezogen werden. Gold-Player-Karten, also diese Low-Tier-Karten, wie anfangs schon erwähnt, locker irgendwo zwischen 5 und 10 Euro. Eine Brokey A2 Gold zum Beispiel hat maximal den Wert von 30 Euro. Auch wenn ein Großteil von euch die Sammlung sicherlich schon voll hat. Ich zum Beispiel habe sie noch nicht. Ich habe erst letztens von Luigi 2 Arena-Karten gekauft für einen sehr, sehr guten Preis, um meine Arena-Sammlung voll zu kriegen. Dort war ich so bei $30. Ich müsste jetzt lügen mit Versand und allem drum und dran. A few moments later. Ja, ich habe nochmal nachgeguckt. Also ich habe insgesamt mit Versand an die 25 Euro bezahlt. Umrechnungskurs zu US-Dollar waren halt um die 21, 22 US-Dollar. Eine Arena-Karte also im Wert von ungefähr so $10. Wobei das ein sehr fairer Preis war. Ich habe sie auch schon für 15 und 20 gesehen. Was aber auch natürlich, weil wir uns in 2020 bewegen, nicht unrealistisch sind. Die Arena Holos definitiv auch relativ selten gewesen. Die Reihenfolge haben wir zum Anfang gemacht. Die Legendary Roll Karten liegen hier so also bei 10 Euro aufsteigend. Die Legends dagegen sind eher so zwischen 5 und 10 Euro. Das wird natürlich jetzt mit den nächsten Monaten und Jahren etwas mehr werden, weil die Nachfrage nicht absinkt, aufgrund der Tatsache, dass immer mehr neue Leute auf den Markt aufdrängen und auch versuchen 2020 Karten zu bekommen, aber natürlich nichts mehr gedruckt wird. Ja, mehr wird natürlich da der Preis. Die White Centurions liegen also hier locker und gut und gerne bei einem weiten 100-stelligen Bereich bei 150, 200 Euro und die Black natürlich dann noch weiter. Ich hoffe, ich konnte einigen mit ein paar Beispielen hier etwas helfen, beibringen und zugute tun, um ein gewisses Gefühl und eine Wertigkeit für den Markt zu bekommen. Nichtsdestotrotz ist das Ganze hier keine Anlageberatung. Ja, ich möchte hier nicht sagen, kauft die Karte von 2020, die ist 2025 das und das wert. Das ist Bullshit, kann natürlich passieren, muss aber nicht sein. Und nagelt mich nicht auf diesen Preisen fest. Ich habe euch versucht, gerade auch mit den letzten 2022 Preisen ein gewisses Gefühl, eine gewisse Richtung vorzugeben oder euch zu zeigen. Nutzt den Discord. Ich habe ihn unten extra nochmal verlinkt. Nutzt weitere Informationen, redet mit mehreren Leuten, mit denen ihr handelt. Entscheidet nie schnellst sofort nach 2 Minuten aus dem Bauch heraus. Lasst euch Zeit und wenn derjenige euch versucht Druck zu machen, ich muss die jetzt und jetzt verkaufen, dann solltet ihr sowieso die Finger davon lassen. Wenn ihr schon mal mit jemandem gehandelt habt, auch das nur als Tipp, und er sagt, ey, pass auf, ich habe noch einen Trade offen, ich brauche noch ein bisschen, ich kann dir das noch nicht versprechen, aber wir können ja schon mal grob was abmachen, dann könnt ihr diesen sicherlich stattgeben oder eingeben und erstmal abwarten, wie sich die nächsten Tage entwickeln. Wartet ihr aber 4, 5, 6, 7 Wochen, dann solltet ihr ziemlich schnell merken, dass derjenige euch hinhält, versucht nur eure Low-Mint-Karte abzugreifen oder aber eine andere Karte, die eine höhere Wertigkeit hat und im Hintergrund eigentlich ganz andere Deals macht, die ihm viel wichtiger sind und von euch versucht nur günstig etwas abzugreifen. So typische Taktiken von Wahlen und hast du nicht gesehen. Wenn ihr Sachen verschickt die immer in Luftpolsterfolie. Die Karten müssen geschützt sein. Niemand möchte, dass seine Karten kaputt ankommen, fehlerhaft ankommen oder ähnliches.
Niemand will eine zerstörte Karte haben. Wir haben sowieso schon das Problem, dass auf einigen Karten nun mal Printlines drauf sind. Also möchte man natürlich nicht, dass diese noch mehr beschädigt werden. Niemand möchte natürlich auch, dass seine Karten verloren gehen. Weswegen ich persönlich immer mit versicherten Versand verschicke. Ich weiß, viele von euch da draußen ist das zu viel Geld und ja, man kann die ja einen Brief verschicken und ich kann das alles nachvollziehen. Ich habe aber auch selber schon 2 Karten durch die Postwege verloren. Ein weiterer Grund deswegen ist es, wenn ich mit Leuten, mit denen ich öfter handle, dass ich die QR-Codes vorher abfotografiere und diese ihnen schon zuschicke. Sollte nämlich etwas verloren gehen, haben sie immer noch die Sicherheit des QR-Codes. Und selbst wenn ihr das nicht macht und jemanden schickt, solltet ihr das für euch selbst tun. Fotografiert, bevor ihr den Trade macht, den QR-Code für euch ab. So habt ihr immer eine Sicherheit. Sollte etwas über Postwegen verloren gehen, könnt ihr immer noch rein theoretisch den QR-Code zu der jeweiligen Person hinschicken oder aber ihr habt, weil ihr es ja schon gescannt habt oder halt auch nicht gescannt habt, immer für eure Sicherheit parat. Wenn in den nächsten Monaten und Jahren mehr Editionen rauskommen, wovon ich mal ausgehe, diese eventuell angepasst werden, wir uns wieder in einem niedrigen Bereich der Karten bewegen, wird es auch über kurz oder lang natürlich mehr Leute auf den Markt ziehen, die versuchen, Karten zu fälschen. Sollte jedem bewusst sein, weswegen ich definitiv bevorzuge, die Karten einzuscannen. Was bleibt noch zu sagen vom Tradinghandel? Nicht zu schnell entscheiden, nicht unter Druck setzen lassen, sicher und korrekt verschicken. Wenn ihr Karten habt, die für euch einen persönlichen Wert haben oder eine persönliche große Wertigkeit haben, dann könnt ihr die natürlich gerne graden lassen. Ich verlinke unten auch den Grading-Service, wo ich meine Karten graden lasse. Grüße gehen raus an Kevin. Hier unter anderem ein sehr schönes Beispiel. Die Karte ist geschützt, sie ist gegradet. Es geht jetzt nicht um die 8,5, das ist eine Art-Karte, die ich übrigens immer noch habe, weil ich sie verlosen will. Nichtsdestotrotz, weswegen ich Crown Grading sehr schätze, ist, dass der QR-Code zugeklebt ist. Das heißt, er ist immer geschützt. Ihr habt also, wenn ihr diese Karte habt, immer den Schutz, dass niemand anderes, selbst wenn ihr es nicht eingescannt habt, eure Karte scannen kann. Was ganz geil ist. Wenn ihr nicht das Geld dafür habt, was auch voll und ganz verständlich ist, auch wenn das jetzt nicht arschteuer ist, und eure Karten schützen wollt, natürlich solltet ihr Sleeves benutzen. Ich glaube, das ist eine Sache, über die wir nicht reden müssen. Aber danke und Grüße nochmal nach Cologne an Carpser, der mir geholfen hat, für mich mit persönlichen ideellen Wert Karte unterschreiben zu lassen von Tizien und Tapsen. Ja, geil, dass das hier so leicht gespiegelt wird. Ihr seht aber, worauf ich eigentlich hinaus will. Die Karte ist nicht nur gesleeved, sie ist halt geschützt in diesem Case. Macht das. Es ist ein guter Schutz. Es ist auch gut, darin höherwertige Karten gut und gerne mal zu verschicken. Wenn ihr das allerdings verschickt, dann solltet ihr diese nicht in so ein Case zu verschicken. Denn, darauf wollte ich nämlich hinaus, als ich gesagt habe, gut und gerne werden so mal Karten verschickt. Denn auch ich habe bereits eine Karte in so einem Case geschickt bekommen. Und wie ihr euch sicherlich vorstellen könnt, ist diese Karte komplett zerstört so angekommen. Danke nochmal und Grüße an dieser Stelle nach Leipzig. Wir reden nicht weiter drüber. Zum Glück war das keine seltene Karte. Das auf jeden Fall alles Mögliche an Tipps, Tricks und Trading, Versendungssachen, die mir auf einen Schlag auf die Schnelle komplett eingefallen sind. Ich möchte dieses Video nicht weiter extrem in die Länge ziehen, weswegen ich hier einen Cut mache. Ich denke, ich habe oft genug darauf hingewiesen oder gesagt, worauf ihr achten müsst, achten sollt. Informiert euch weiter, redet miteinander und habt Spaß. Und wir warten ab, was nächstes Jahr passiert. Ich bin gespannt, 2023, es gab Community-Umfragen. Es gab ein paar andere Sachen. Ich hoffe, da kommt noch einiges auf uns zu. Zum Positiven, die App bekommt auch ein Rebrand, wird neu gestaltet. Feuerfrei. Also, das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Ich möchte mich ganz recht herzlich bei Colded bedanken. Philipp, genau bei dir. Du hast mir bei diesem Video geholfen. Ich habe das nicht alleine gemacht komplett. Ich habe versucht, mein Bestmögliches zu machen. Ich hoffe, das habe ich geschafft. Und ja,
Grüße gehen auf jeden Fall an die ganze Cologne-Bande raus. Paultier, Badger, Bananenshake, Born to Sub, Denby, Pep von Chrome Grading, habe ich schon gesagt, Shin, Tim, Anta, B, Fingan, Joker, Kongi, dich natürlich ganz besonders, Carpser, danke nochmal. Grüße gehen raus an Luigi, Marco Marocco, Nils the Ripper, Pride gehen raus, Reader, Big Roan und Trade und natürlich noch so viele andere, die mir geholfen haben. Slame habe ich schon erwähnt, danke auch nochmal an dich. So viele andere, die ich kennenlernen durfte und kennengelernt habe. Ich hoffe, nächstes Jahr in Köln ist die Gruppe noch ein bisschen größer. Ich habe ein bisschen mehr Zeit und ich konnte euch, die neu auf dem Markt sind, etwas helfen. Und ja, danke, dass ihr zugeguckt habt. Peace.